Hallo meine lieben Freunde, hier ist Michael Grant. Klartext heute zu einem aktuelleren Thema. Und zwar in den Niederlanden gibt es bereits 587 Notstandsverordnungen und niemand spricht darüber. Und was zurzeit in den Niederlanden geschieht, kann morgen schon auch unser Alltag in Deutschland sein. Während Europa mit neuen Krisen, geopolitischen Spannungen und wachsender Unsicherheit ringt, geschieht im Nachbarland Niederlande etwas, das kaum jemand wahrnimmt, aber jeden alarmieren müsste, der an Freiheitsrechte glaubt. Denn in unserem so freiheitsliebenden Nachbarn entstehen Strukturen, die man bisher nur aus Ausnahmezuständen kannte. Notverordnungen, Sicherheitszonen, Versammlungsverbote, anlasslose Leibesvisitationen und das nicht punktuell, nicht vorübergehend, sondern flächendeckend und auf Dauer. Laut Auswertung der Rundfunkanstalt NOS existieren derzeit 587 aktive Notverordnungen und Sicherheitsrisikozonen, eine Zahl, die selbst Experten fassungslos macht. 2012 waren es gerade mal 7. Heute sind es 77 Notstandsgesetze in 38 Gemeinden, Tendenz steigend. Eine Entwicklung, die selbst Menschenrechtsorganisationen auf den Plan ruft. In immer mehr niederländischen Gemeinden gelten Maßnahmen, die tief in die Bürgerrechte eingreifen. Ansatzlose Polizeidurchsuchungen, Zufallsleibesvisitationen, Demonstrationsverbote, Ausweitung von Sicherheitsrisikozonen, die Monate oder Jahre bestehen bleiben. Was früher nur bei Hochrisiko-Fußballspielen galt, wird nun zum dauerhaften Ausnahmezustand im Alltag und das ohne Verdacht, ohne Anlass, ohne richterlichen Beschluss. Der Rechtsprofessor Jan Brouwer von der Universität Groningen schlug bereits Alarm. Er sagte, ich zitiere, diese Maßnahmen sind fast schon zur Norm geworden. Jeder, der sich dort aufhält, kann durchsucht werden, sogar jemand, der einfach nur mit seinem Hund spazieren geht. Zitat Ende. Was wie ein dystopisches Szenario klingt, ist Realität. In Amsterdam wurde ein Großteil des Stadtzentrums zur Sicherheitszone erklärt. In Nissewaard werden die Zonen nicht nur beibehalten, sondern Jahr für Jahr erweitert. Die Polizei durchsucht Bürger nach dem Zufallsprinzip, um Profiling zu verhindern. Doch die Realität ist ernüchternd. Ein Prinzip, das eigentlich Diskriminierung verhindern soll, schafft in Wahrheit einen rechtsfreien Raum, in dem jeder jederzeit durchsucht werden darf. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt eindringlich, es drohe eine Normalisierung weitreichender Befugnisse. Demonstranten wurden unter dem Vorwand der Waffenfahndung zunehmend nach Ausweisen kontrolliert. Die Maßnahmen seien überzogen, vage und demokratisch kaum legitimiert. Doch selbst diese Kritik prallt an den Behörden in den Niederlanden ab. Die größte Gefahr ist nicht die Einführung, sondern die Dauerhaftigkeit. Warum? Weil die Behörden immer mehr Argumente finden. Werden viele Waffen gefunden, heißt es, die Lage ist gefährlich, die Maßnahmen müssen bleiben. Werden wenige Waffen gefunden, heißt es, das beweist, dass die Maßnahmen erfolgreich sind, also müssen sie bleiben. Verlieren die Maßnahmen ihre Begründung, schaffen sie sich eine neue, ein perfekter, selbsterhaltender Ausnahmezustand. Kann das auch in Deutschland passieren? Viele glauben, das passiert bei uns nicht und kann nie bei uns passieren, denn Deutschland sei anders. Doch die Gesetzeslage spricht eine andere Sprache. Schon heute existieren in Deutschland erweiterte Befugnisse für Polizeikontrollen, jederzeit aktivierbare Notstandsgesetze. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, im Archiv findet ihr das. Ein Infektionsschutzgesetz, das im Handstreich Grundrechte einschränken kann, was wir ja bei den
Corona-Maßnahmen gesehen haben. Landespolizeigesetze, die randomisierte Kontrollen zulassen. Hinzu kommt, in einer neuen Pandemie oder einem ausgerufenen Verteidigungsfall könnten Politiker binnen Stunden Maßnahmen einführen, die noch weit über das hinausgehen, was die Niederländer derzeit tun. Der rechtliche Rahmen existiert, er wurde in den letzten Jahren erweitert, nicht verkleinert. Die entscheidende Frage lautet also nicht ob, sondern wann dieser Rahmen in Deutschland gesetzt wird. Dann könnten wieder Ausgangssperren bei neuen Pandemien, Kontaktverbote, flächendeckende Kontrollen und Demonstrationsverbote aktiviert werden. Bei einem ausgerufenen Verteidigungsfall würden die Grundrechte sofort eingeschränkt. Die Exekutive bekäme nahezu unbegrenzte Macht und jede Form polizeilicher Kontrollbefugnis würde massiv ausgeweitet. Wer glaubt, solche Entwicklungen seien unrealistisch, hat die letzten Jahre nicht aufmerksam genug verfolgt oder war nicht in Europa. Die Niederlande zeigen, wie schnell demokratische Staaten in einen kalten Ausnahmezustand hineinschlittern können, schleichend, unbemerkt, rechtlich legitimiert, politisch kaum hinterfragt. Was heute als Sicherheitsmaßnahmen beginnt, kann morgen zum Alltagsinstrument staatlicher Kontrolle werden. Amnesty International hat recht, die Normalisierung weitreichender Befugnisse ist eine Gefahr für jede Demokratie und Deutschland ist davon keineswegs ausgenommen. Eine neue Krise, ob Pandemie oder geopolitische Eskalation, könnte auch bei uns dazu führen, dass außergewöhnliche Befugnisse dauerhaft werden, so wie es nun in Teilen der Niederlande zu beobachten ist. Wenn wir schon bei den angesprochenen NGOs sind, ich habe dazu ein Buch geschrieben, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung, Milliarden für linke und linksextreme Aktivisten und ihr glaubt es nicht, was man mit eurem Steuergeld so alles macht. In diesem Buch habe ich Listen aufgeführt, wer wo was bekommt, wo euer Steuergeld hingeht. Also Omas gegen Rechts, Amadeus Stiftung, Antonio Amadeus Stiftung und so weiter. Alles in diesem Buch. Und wenn wir schon dabei sind, auch mein neues Buch, Deutschland muss vernichtet werden, hat schon große Wellen geschlagen. Ich werde beleidigt, diffamiert, bedroht. TikTok hat meinen gesamten Kanal gesperrt, 18.000 Abonnenten sind weg, nur weil ich ein Video zu diesem Buch gepostet habe. YouTube hat mich bereits ermahnt, deshalb bitte folgt mir bei Telegram. Wenn ich nicht mehr hier bin an einem Tag, dann wisst ihr, ich bin bei Telegram und dort sind auch die Videos, die neuen Videos dann. Also folgt mir unbedingt auf Telegram. Ich will ein zweites Standbein bilden. Und abonniert auch meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelkrant.de. Und wie gesagt, dieses Buch hier im Hintergrund ist ein Andenken an unsere Großeltern, an unsere Großmütter und Großväter, die im Krieg grausam misshandelt worden sind von den Alliierten. Und mit diesem Buch setze ich ein Denkmal. Wenn ihr noch Großmütter und Großväter habt, was ich hoffe, dann könnt ihr ihnen dieses Buch geben. Und sie werden sicherlich bejahen und bezeugen, was diese Zeitzeugen in dem Buch gesagt haben, die ich zitiert habe. Aber auch so ist es ein Mahnmal und wir denken, dass es dieses Buch nicht lange geben wird, weil natürlich man versuchen wird, diese Geschichte, diese Millionen deutsche Toten weiterhin zu negieren. Also besorgt euch dieses Buch und werdet Teil einer Andenkkultur für unsere Toten. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.